Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In der heutigen digitalisierten Welt sind wir ständig Reizen ausgesetzt. Social Media, E-Mails, Benachrichtigungen und digitale Unterhaltung scheinen unseren Alltag zu dominieren. Viele Menschen kämpfen dadurch mit Konzentrationsproblemen, innerer Unruhe und einem anhaltenden Gefühl der Überforderung. Lukas Oltmanns greift mit seinem Buch Der Dopamin-Detox-Guide in 7 Tagen zum Dopamin. Reset für mehr Fokus, Produktivität, Klarheit und Zufriedenheit genau dieses Problem auf. Das zentrale Thema des Buchs ist das Konzept des Dopamin-Detox. Dopamin ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der für Motivation, Belohnung und Vergnügen verantwortlich ist. Ständige Reizüberflutung führt dazu, dass unser Gehirn immer weniger auf natürliche Belohnungen reagiert und immer stärkere Reize benötigt. Dies kann zu Unzufriedenheit, Produktivitätsverlust und sogar zu psychischen Problemen führen. Oltmanns zeigt praxisnah und leicht verständlich, wie jeder Mensch mit bewährten Methoden und gezielten Übungen die Kontrolle über seine Konzentration und Lebenszufriedenheit zurückgewinnen kann. In 7 Tagen begleitet der Autor die Leserinnen und Leser Schritt für Schritt durch den Dopamin-Detox, erklärt wissenschaftliche Zusammenhänge und liefert praktische Übungen sowie eine Checkliste, die es einfach machen, direkt ins Handeln zu kommen. Damit ist das Buch sowohl Einstieg als auch Praxisratgeber für all jene, die dem Teufelskreis der ständigen Ablenkung entkommen wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Das Konzept des Dopamin-Detox. Das Buch beginnt mit einer gründlichen Einführung in das Konzept des Dopamin-Detox. Oltmanns erläutert, wie Dopamin als motivierender Botenstoff im Gehirn funktioniert und warum unser modernes Leben voller permanenter Reize dieses System aus dem Gleichgewicht bringt. Der Detox-Ansatz besteht darin, sich bewusst für einen begrenzten Zeitraum von stark stimulierenden Aktivitäten fernzuhalten. Das bedeutet Verzicht auf Internet, Social Media, Snacks, übermäßige Kommunikation oder auch auf Shopping. Ziel ist es, das Gehirn wieder empfindlicher für natürlichere Belohnungen wie ein gutes Gespräch, Bewegung oder den Genuss einer Tasse Tee zu machen. Der Autor geht detailliert auf die wissenschaftlichen Hintergründe ein und macht deutlich, dass dieses Vorgehen keineswegs ein totaler Verzicht ist, sondern ein bewusster, temporärer Rückzug, um die eigenen Dopaminrezeptoren zu resetten. Damit wird die Basis gelegt, um nachhaltige Veränderungen in den eigenen Gewohnheiten herbeizuführen. Zweitens: 7-Tage-Programm zum Dopamin-Reset. Ein zentrales Element des Buchs ist das praxisnahe 7-Tage-Programm. Oltmanns strukturiert jeden Tag mit spezifischen Aufgaben, Reflexionsfragen und Übungen, die Schritt für Schritt zu mehr Klarheit und innerer Ruhe führen. Am ersten Tag steht die Bestandsaufnahme im Fokus. Welche Aktivitäten verursachen die größte Dopaminflut? Ab dem zweiten Tag beginnt die bewusste Einschränkung dieser Aktivitäten, kombiniert mit Strategien zur Selbstbeobachtung und Techniken zur Reduktion von Rückfällen. Jeder Tag widmet sich einem anderen Lebensbereich und baut gezielt weitere Bausteine auf, sodass Leserinnen und Leser nicht nur auf Akutmaßnahmen setzen, sondern auch nachhaltige Umstellungen in ihren Alltag einbauen. Oltmanns gibt Ratschläge, wie Hindernisse überwunden werden, wie man Rückschläge einordnet und Motivation für die kommenden Tage aufrechterhält. Das strukturierte Vorgehen stellt sicher, dass der Detox nicht überfordernd ist, sondern Schritt für Schritt in den Alltag integriert werden kann. Drittens: Praktische Methoden und Übungen. Prägnant und praxisorientiert präsentiert Oltmanns zahlreiche Übungen, um den Dopamin-Detox erfolgreich umzusetzen. Dazu gehören Aktivitäten zur achtsamen Selbstwahrnehmung wie Tagebuchschreiben, Meditation und Atemübungen. Der Autor empfiehlt einfache Entspannungsrituale, die helfen, den Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken. Eine essentielle Methode ist die Einführung von Belohnungsaufschub, wodurch das Gehirn lernt, nicht sofort auf jeden Impuls zu reagieren. Oltmanns ermutigt die Leser, gesunde Alternativen einzubauen. Statt zum Handy zu greifen, sollen Spaziergänge, kreatives Arbeiten oder ein gutes Buch zur neuen Gewohnheit werden.
Besonders hilfreich sind die Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den jeweiligen Übungen, sodass Leser jederzeit und unabhängig vom Vorwissen starten können. Die Integration der Praxisübungen in den Alltag steht klar im Fokus, wodurch die nachhaltige Veränderung von Gewohnheiten ermöglicht wird. 4. Die Checkliste für den Alltag. Ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal des Buchs ist die umfassende Dopamin-Detox-Checkliste. Diese dient als praktisches Werkzeug, mit dem Leserinnen und Leser ihren Fortschritt übersichtlich dokumentieren können. Die Checkliste enthält sowohl tägliche Aufgaben als auch optionale Zusatzübungen, womit sie sich flexibel an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen lässt. Oltmanns legt Wert darauf, die Checkliste als Motivations- und Reflexionshilfe zu nutzen. Sie zeigt auf einen Blick, welche Herausforderungen erfolgreich bewältigt wurden und wo noch Verbesserungspotenzial besteht. Die Dokumentation ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Erfolge sichtbar zu machen und daraus Motivation zu schöpfen. Die Einbindung alltagsnaher Tipps und Erinnerungen macht die Checkliste besonders wertvoll für alle, die ihr Verhalten langfristig verändern möchten und klare Orientierungspunkte benötigen. Schließlich langfristige Vorteile und Integration in den Alltag. Das letzte große Themenfeld befasst sich mit der nachhaltigen Integration des Dopamin-Detox in den Alltag. Oltmanns macht deutlich, dass der 7-Tage-Detox ein wirkungsvoller Startpunkt ist, aber die eigentliche Veränderung durch kleine, kontinuierliche Anpassungen im täglichen Leben erfolgt. Das Buch vermittelt Strategien für die Zeit nach dem Detox, wie etwa die bewusste Planung von Medienzeiten, das Schaffen von digitalfreien Zonen und das Pflegen gesunder Freizeitaktivitäten. Weiterhin geht der Autor darauf ein, wie Leserinnen und Leser mit Rückfällen umgehen können, um nicht frustriert aufzugeben, sondern die Veränderung als kontinuierlichen Prozess zu begreifen. Nachhaltigkeit wird durch regelmäßige Selbstreflexion, den Austausch mit Gleichgesinnten und kleine, realistische Ziele erzielt. Oltmanns illustriert anhand von Praxisbeispielen, wie der Dopamin-Detox langfristig zu mehr Fokus, Zufriedenheit und einem ausgeglicheneren Lebensstil führt. Zusammenfassend: Der Dopamin-Detox-Guide von Lukas Oltmanns ist ein unverzichtbares Buch für alle, die das Gefühl haben, im Strudel der Alltagsablenkungen die Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren zu haben. Ob Berufstätige, Studierende, Eltern oder Menschen, die sich nach mehr innerer Ruhe und Fokus sehnen, dieses Buch bietet jedem wertvolle Impulse, um den Teufelskreis von Reizüberflutung und Unzufriedenheit zu durchbrechen. Besonders profitieren werden Menschen, die sich häufig gestresst oder innerlich getrieben fühlen, deren Konzentrationsfähigkeit leidet oder die sich mehr Zufriedenheit im Alltag wünschen. Durch die strukturierte 7-Tage-Anleitung, die praxisnahen Übungen und die klar verständliche Dopamin-Detox-Checkliste fällt es leicht, die Inhalte sofort in die Tat umzusetzen. Im Vergleich zu anderen Büchern zu diesem Thema überzeugt der Dopamin-Detox-Guide durch sein kompaktes, praxistaugliches Format und den wissenschaftlich fundierten Ansatz. Nach der Lektüre ist nicht nur das Bewusstsein für die eigenen Gewohnheiten gestärkt, sondern der Leser erhält auch ein ganzes Repertoire an Strategien und Werkzeugen, um langfristig ein selbstbestimmteres, zufriedeneres Leben zu führen. Wer das eigene Wohlbefinden nachhaltig steigern und endlich wieder mehr Klarheit, Produktivität und Lebensfreude erleben möchte, sollte nicht zögern, zu diesem Guide zu greifen. Statt sich in allgemeinen Selbsthilfetipps zu verlieren, bietet Oltmanns konkrete, zielgerichtete Lösungen, die im Alltag tatsächlich funktionieren. Wenn Sie unterstützen möchten: Lukas Oltmanns, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.